flash back up, so flash kick is something you have to be concerned about as you're trying to push this lane. And he's just not afraid. He's getting vision exactly where he needs to have it. He's got it now deep behind the turret, so they know they can continue to push that advantage there. Mid, picking up some plate gold. As you mentioned, trying to remove that really hurts LeBlanc's power. Now Owner's going to go up here for a potential topside play. They have a control ward, Genji do, in that river, so see if he actually gets spotted. It looks like he's going to take the long way around. Yeah, almost brought a Grump with him. Of course, a kind of cool strategy for Genji because they've got a Nico as now Zeus getting aggressive onto Doran. Doran not actually going to bite off more than he can chew, which is something that is difficult for Renekton because he's got very big jaws, but he's just not going to. He's just going to go home, and it looks like Come on. not going to be able to find too much joy there. No teleport, so Doran's just going to be slithering his way Guten back Morgen, towards the Chat. topside. That Grüß is not what euch. Wizards do, I know that. But, Du bist zu spät, wo ist deine Entschuldigung? Was? Ich will nicht zu spät, hä? Es kann der Professor jemals zu spät sein? Es geht gar nicht. Es geht los, wenn ich es will, hä? Getreu, Chat. Anwesenheitswichtig, ich hab's ja geguckt, bloß halt im Bett. 11 Minuten zu spät? Nee. Ich hab's ja, also ich hab's im Bett halt gesehen. Ich starte, wenn ich mich bereit erkläre, euch mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Not going to feel like something that you're forced into fighting over early. As Chovy, he's going to grab another plate. Looks like not off of this wave, but off of Läuft the das denn next nicht? one. Doch natürlich, Mario, hä? Natürlich läuft das so. Ich hab alle Macht. That's me. Early shiv pickup here. This feels like he doesn't have one. I mean, he's getting pushed into his turret. It's me. That wave clear isn't making an impact just yet. Ooh, Chovy almost landing. Oh, he did actually land the snap. Poby just took it with him. Danke dir, Ethan, für deinen Twitch Prime, während ich offline war, by the way. Danke, Bro. Carrier, rennen. Guten Morgen, der Herr. Ey, danke dir auch Friendly Bomber, Mann. Danke dir für den 42. Danke dir, mein Hase. Guten Morgen. Ich schaue auch im Bett und bin trotzdem hier. Ja, wie soll ich aus meinem Bett streamen, Series? Was ist das für eine Logik? Ich war auch hier. Ich hab's auch geguckt aus dem Bett. Und dann bin ich aufgestanden, hä? Was ist für eine Logik? Ich bin auch im Bett. Guten Morgen, Tungi. Guten Morgen. Ey, danke an der Wolf. Vielen Dank für den dritten. Danke dir, Mann. Der dritten. Liebe Harry. Liebe. I don't know. I'm down with that. I was just trying it out. Don't know whether I like it that much. I'll try it again, and then we'll see, and then maybe I'll just retire it forever. As Bobby heading up towards this top side, you can see Zeus is going home. Bobby can utilize this this static shift great effect, as you can see already, just one shot in backlines. Bobby generell hier, also muss man sagen, ne, gegen Chovy eine sehr solide Landing Phase gespielt. Ja, es ist noch das Broken Static Shift, ich weiß, aber trotzdem. So nicht bad. Insgesamt T1 auf jeden Fall sehr behind. Viele Platten verloren, bei Drachen verloren. Und werden auch das Game verlieren, aber not bad. Vielleicht ist winnable, actually. Am Ende ist er schon ziemlich lost, aber vielleicht ist winnable. Okay, eins T1 committed für den Herald. Unsere Boys von den haben währenddessen Doran auf Botlane. Which isn't going to allow you to front to back as well as he'd like to, but still a big spike here for T1 when they have this much prio. Genji going to think better about committing to this. They're going to push back the sides. They have Demolish on this Renekton. Delay trying to sell it, but I don't think T1 are interested. Yeah, Chovy going to move back down as well. Another Peanut on his way over. Chovy just wandering the fake version in, and it looks like Genji not really interested. So Rift Herald now taken out a turret. 3 turrets potentially being taken. One. Yep. Ja, das ist nicht gut. One up here and in mid, and it looks like Chovy's not quite able to get this one. They will stop the Das ist not gut. Wir haben Herald bekommen für den Bot-Turret und auf der gesamten Karte sehr viel verloren dafür. Aber okay, Mitte steht immer noch, Top steht immer noch, aber bald fällt immer mehr Gold an Genji, denn es steht ja wirklich auf einem HP auf der Karte rum. Doran just seemed to be in amongst a whole lot of enemies, and none of them were actually close enough to see him.
Entschuldigung für die Verspätung. Yannick, du bist heute entschuldigt. Heute ist Anwesenheitspflicht light. Oh, Pobi ist dead. Just gonna be punched by Peanut. And this is one of the only times with the composition they picked this first pick LeBlanc into is with Vi open. It's one of the only times LeBlanc is not able to freely side lane. Into a comp like this, you will just be chained to death. And yeah, it took a little bit longer than I was initially expecting. But yes, all 3 turrets will in fact go to Gen.G and trade for second Herald here. And Gen.G's gold lead. Bestimmt mit den Tolkien, da kann man ein gutes Wochenende starten. Guten Morgen, Matt. Gönn dir was Leckeres und dann hoffentlich genießt du heute die LCK mit mir gemeinsam. Hoffentlich genießen wir das gemeinsam. LeBlanc normally with this meta, she wants to be able to freely side because she's got such a great escape. But when it's point and click, the answer is you're not going home. Nope. Especially not when Chovy has Pop Blossom and there was nowhere for Poby to go after the distortion. Didn't even get to re-distortion. Nope. As it turns out. As Poby now into the bottom lane, trying to do the same thing. But right now, game certainly fully in Gen.G's control. Chovy, we remember last time he was in this position. Made a pretty good play, seem to remember, in round 1. It was pretty big. It was. Pretty good one. Very different compositions, but also wirklich sehr rough, dass das erste Game der Hinrunde und das erste Game der Rückrunde beide Male gegen Gen.G ist, ne? Und dann fällt ausgerechnet Faker aus. Mann, Mann, Mann. Trotzdem muss ich es immer wieder betonen, dafür, dass der Mann vom 9. platzierten Team kommt, dafür, dass der Mann 17 Jahre jung ist, dafür, dass der Mann fucking Faker ersetzen muss, spielt Poby hier sehr gutes League of Legends. Respekt an den jungen Mann. Tolkien. Dafür absolut Respekt an den Mann. Oh oh. Oh oh. Ja. Diese Interaktion mit Nico, sie muss genervt werden. Ich meine, sie wird genervt, aber Bruder. There's just no way to call that flank out if you're not shot calling faster because Poby's got to be out there making sure. Das ist halt so krank, weil Faker genau sowas callt, ne? Der callt genau, was Nico macht, wo sie ist, welchen Minion sie sein wird und wie sie den Fight spielt. Aber ja, die Interaktion mit Nico ist halt so toxisch, weil du bist halt nicht sichtbar. Du bist komplett unsichtbar, während du ultest. Ja. In eine Gerate für den 9. Welcome back. Danke dir. Guten Morgen. Ja, einfach stark von Chovy. Ist aber auch wirklich nicht hart und ja, ohne Faker, der das richtig callt oder generell jemanden, der die Verantwortung übernimmt, ist halt super schwer. Man sieht einfach immer noch die Lücke, die halt er hinterlassen hat, so ist es normal. Wie sich die Leute einfach 2 Kills gejoinkt hat. Macher. Wir haben 3 Drakes für Gen.G und auch der Gold, die wird immer größer. Wir haben das Brasilien live auf dem Screen. It's rough. In einer der Spalter, Final für den 16. Welcome back, Mann. Danke dir. Besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass Timon ihren Platz bei Worlds verliert? Ja, natürlich. Natürlich besteht die Möglichkeit, Billigos Brille. Natürlich, klar, wir sind noch lange nicht in Playoffs. Noch lange nicht mit der regulären Saison fertig. Das erste Game der Rückrunde, also es gibt noch 8 Spiele hier nach für T1. Klar ist es möglich, dass sie den Spot verlieren. Poby und Auna. Und jetzt Bob. Okay, das ist terrible. Oh no, oh no, oh no. Ja, das lost, guys. Dash is lost. Weißt du, warum Peanut nicht vor Ort ist? Peanut hat Corona. Deswegen spielt Peanut in Isolation und der Rest seiner Teammates haben Maske auf, weil er in Isolation halt spielen muss, weil er Covid hat. Melon, meine Lieben, best. Melon, meine Lieben. Danke dem Mullenratte, willkommen. Danke, Mann. To making sure that they could actually win that follow-up fight. Just handled it so well without a stopwatch, doesn't even care. And now Gen.G is going to ja, ist ein sehr cleanes, typisches Gen.G-Game, ne? Sowas hätte ich mir heute genauso vorgestellt, ohne Faker halt.
And Owner and Poby are like, why is he out here? Like, he's actually just stepping forward. This makes this so easy for us. The kick comes through. The double root saves him. And there's just no follow-up here. He just walks away casually. We'll even pick up the kill onto Poby. And I respect the attempt there from Owner. Maybe we can kill this Nico. She's kind of squishy. If she's alone, we blow her up. She's walking out. Oh man, this is free, but she's not alone. And he doesn't have vision of where the rest of Gen.G was. Ja, damit Faker nichts geändert. Da agree ich nicht. Ich glaube, das Game würde ganz anders aussehen, wenn Faker spielen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass Gen.G gewinnen würde. Aber ja. Würde auf jeden Fall nicht 0 Turrets, 0 Drachen, 0 gar nichts. Also ein Crossmap-Play oder 2 würde Faker durchaus Shot kommen, mein Freund. Hast du ja auch gesehen, wie T1 gegen DRX auseinandergefallen ist ohne Faker. Seinen Main-Shot-Caller zu verlieren, ändert ein Team halt komplett. Und in dem Fall ist ja sogar Faker die ganze Zeit am Micromanagen. Also nee, das würde schon durchaus sehr anders aussehen. Ja, der Saiku, vielen Dank für den 36. Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. It's kind of interesting, right? Because Gen.G, they're difficult to draft into. They have a lot of players that are very, very good at a lot of things. But ist Bengi auch weg von T1 sein? Bengi weg von T1 sein? Bengi ist der Headcoach von T1. Also er ist bei T1, aber nach wie vor. Bann ihn, nee, alles gut. But the experience as well is an issue because he spent so much time trying to set up for those plays and camping topside, trying to do something for Zeus, trying to kill Chovy, but it didn't come up successful. And like, I mean, the game state here just plays itself for Gen.G because their comp is so basic. It's so simple to just press R buttons and go in and kill whoever is there. Like, you want to kill Guma, but he's got an R button, but you can, at this point, realistically kill Zeus because he's so far behind. The cleaver is done for Doran. He does so much damage. The Cassante is not going to last, and that's why I said this front to back doesn't really work for Guma. Handbag situation, perhaps, as there are a lot of T1 members down here. Owner looking for it. Doesn't actually find Doran with anything. They just want to grab this turret if they now they're stuck down here. Yeah, they're closing in. Killer Instinct from Pays could get him over here as the handshake down onto Doran, but he flashes forward. Gumyushi, he has to cleanse. Chovy doesn't find the Zaya, but he does have a stopwatch. And it goes. Das ist so ein Massaker auf Botlane. Holy moly. Das ist so lost. Ach, Mann. What can you do? He just dashes away. Doesn't even have to flash. He has the flash for the re-engage. But you know what? Not to put salt into the wounds, but this looks like something that would happen with T1 in a lead like this, where Faker looks vulnerable. Like, we gotta catch this guy, and then the rest of T1 shows up. It's Gen.G this time, and Peanut Man, he wants to solo kill the LeBlanc. Oh, the cease and desist comes through, and there it is. The finisher with the Vault Breaker. Of course, Poby's pretty far behind at this point in time, but that adds some insult to the injury. Guten Morgen, Traxi, grüß dich. Doran, he has his flash still. Guma is kiting away, has to cleanse instantly. Doran does so much here to buy space for Chovy to pop Blossom in, then hits a big T1 unnötig hyped. Warum? Was ist der Cutie? Wer hat das hier? Hä? Oh Mann. Manchmal verstehe ich Twitch nicht. Warum ist T1 unnötig hyped? Wir spielen gerade ohne den besten Spieler aller Zeiten und jeder weiß, dass sie gegen Gen.G Underdog sind. Haben Hinrunde verloren, Finale verloren gegen Gen.G und Gen.G steht 9-0. Wer hat hier bitte T1 gehypt? Hier ist T1 der Underdog, gerade weil sie halt mit einem riesigen Underdog Midlaner spielen, der sich richtig gut schlägt für seine Auftakt-Matches. Um Faker Schuhe zu füllen, hä? What the fuck, lesen meine Augen nach. Ich finde es krass, dass man Peanut nicht subbt, dass man Peanut spielen lässt, den nicht auch subbt. Ja, so bisher sah Peanut ja sehr am Chillen aus, weißt du? Vielleicht hat er ja einen sehr milden Verlauf, fast ohne Symptome, aber einfach nur, er testet sich ja positiv. Aber er hat keine Symptome währenddessen, kann er sein? He might have been trying to hold the wave to deny a bit more of the push, but that is me grasping at reasons for a Renata to be just chilling. Yeah, I mean, I think we were in a replay though, so we didn't really get to how he was there in the first play. He might have also been trying to set up some flank wards, but Moin, B-Shakes, grüß dich, Mates. That's a nice little double knock up there as he does get some chance. 1,15. Junge. You're not allowed to do that much damage. Junge, wie T1 gegen DRX verloren hat und jetzt gegen Gen.G. Alter. Das ist wirklich so oh, es ist so crazy, was für ein Klassenunterschied hier gegeben ist, sobald Faker fehlt. Schon heftig.
The minion I'm a little bit less personally concerned for. Yeah, that's true. There will be more. Yeah, there are quite a few of them. It's a bit krank ist das schon heftig. Also es ist schon sehr, 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 sehr heftig. That minion was a statistic. Dieser Unterschied ist It's one of the 274 Pace is holding right now. Lichtjahre unterscheidet sich T1 zu jetzt von da. Logistics programs to really help him stave these ones off. Pace is very, very big. 3 items now. Genji ist aber auch insane, oder? Ja, Genji ist ein sehr gutes Team, aber ich meine, Timo hat auf ähnliche Art und Weise gegen DRX verloren, den 8. Platzierten. Also, nee, es ist schon nicht nur Genji gewesen, leider. Wer ist das? Ja, ein Massaker auf der Kluft, Chat. Das tut sehr weh. Aber alles ist wichtiger. Ja, nichts ist wichtiger als Fakers Gesundheit. Und daher soll der Mann einfach sich auskurieren. Und ja, Timo wird jetzt einige Defeats tanken und ihn. Denn sie brauchen ihn. Und das ist auch crazy wieder mal für Fakers Legacy und generell für seinen Status. Denn wenn T1 so ohne ihn aussieht, gegen DRX und gegen Genji, was macht er bitte alles, wovon wir gar nicht wissen, dass er es tut? Junge, es ist ja crazy. 1,20, 4 Drachen. Kompletter Stomp auf der Kluft. Wow. That went undefeated. This is not the T1 roster that went to the finals back-to-back against Genji. It's a different roster, it's a different night, and Genji, the undefeated 9-0 team, is halfway to making it 10. Genji. Passt dabei 10-0 zu gehen. Letztes Jahr ist T1 17-1 gegangen.